Das ist der Weltcupsieg Nummer 1. I couldn't realize it. I had so a shitty World Cup season, but I made my way up again to winning a World Cup. Crazy. Ja, das ist surreal, wirklich immer noch. Ich muss es immer noch ein bisschen verdauen lassen. Ich hatte dort nach Halbzeit grosse Zweifel. Ich habe schon zwischenzeitlich nicht mehr ganz an mich geglaubt, sozusagen. Am Schluss das Happy End vom Schöneren gibt es gar nicht. Ja. Definitiv eine crazy Saison, ja. Lars Forster ist Europameister. Was für ein Tag für den Schweizer Mountainbikesport. Ja, der Tag war wirklich einer meiner besten Tage. Ich habe am Morgen schon gefühlt, dass heute könnte es sein. Dann, vor dem Start bin ich natürlich ein bisschen nervös geworden, bin ein bisschen unsicher gewesen, ob das Gefühl überhaupt stimmt. Die Ziellinie war nachher dann sehr emotional. Es war mein grösster bisheriger Erfolg und sehr schön. Der Wunsch, Bike-Profi zu werden, ist eigentlich wirklich schon sehr früh aufgekommen. Ist wahrscheinlich etwa in der 3. Klasse, da habe ich schon ins Buch hineingeschrieben, was mein Zielberuf oder mein Traumberuf werden soll, ist Mountainbike-Profi. Wann ist das? Ist das der Jahr? Also das erste Mal von William war es sicher, bevor er richtig laufen konnte. Ich weiss, wenn er das erste Mal das Rennen gefahren ist, das war das Kybris. Am Bike Master, am Vorfeld, am Samstag, haben sie immer ein Kids-Rennen gegeben. Und wir haben dann eben seinen Jahrgang noch ein Jahr beschissen, dass er eine Art ein Jahr älter ist. Und so hat er eigentlich sein erstes Rennen bestritten. Ihm hat das mega Spass gemacht. Was Spass macht, kommt auch gut raus. Wir haben für die Parkour, die es eben gab, an diesen Rennen haben wir dann draussen ein paar Sachen aufgestellt und er hat so ein bisschen trainiert. Aber was wir schon viel gemacht haben, sind Ausflüge miteinander. Und so hat es dem Lars dann noch ein bisschen spritzige Wettli gegeben, schon in jungen Jahren, als er dann da angefangen hat, EKZ-Rennen zu fahren. Es ist die Zeit, die du in der Natur verbringst und einfach der Kampf Mann gegen Mann im Rennen. Biken ist wirklich meine Leidenschaft, ja. Hat sich wirklich nicht gross verändert. Er ist ein sehr umgänglicher, positiv gestimmt, eigentlich immer. Sehr ein cooler Typ. Hat das auch in jungen Jahren immer alles so locker angegangen. Er hat einfach den Biss gehabt, was es braucht. Und für jeden, der mit einem Bike schon mal einen Berg aufgefahren ist, weiss, wie viel Biss es braucht. Und den Biss hat er natürlich hat er sich angeeignet, dass er braucht, um den Berg zu erreichen und zu erklimmen. Nino Schötter, Lars Forster! Er ist sehr ein explosiver Fahrer. Er kann sehr viel auf Kraft fahren und das braucht man auf modernen Cross-Country-Strecken. Und ich glaube, er hat eine grosse Zukunft im Cross-Country. Er ist ein sehr guter. Wir haben schon das Trainingslager da unten zusammen verbracht. Er integriert sich sehr gut in eine Gruppe. Er ist ein herzlicher. Er war auch mit meiner Familie dabei, wo meine Tochter dabei war. Und hat sich dort auch immer mal wieder um meine Tochter ein bisschen gekümmert. Und also mir macht es sehr viel Spass, mit ihm Zeit zu verbringen. Ja. Ein grosses Ziel habe ich schon geschafft, das Cape Epic gewinnen. Können wir schon abhaken.
Ja, was ist möglich? Das frage ich mich selber. Ich weiß noch nicht, wo das Ende ist. Bis anhin habe ich es immer geschafft, jedes Jahr ein bisschen zu besser werden. Es wäre sehr schön, wenn ich im Weltcup den Sprung in Top 3 schaffen. Ich sehe ihn schon als Weltmeister, auf jeden Fall. Als Olympiasieger würde ich mich riesig freuen, das ist schon bald so weit. Nein, wer nicht. Der Lars glaubt auch daran. Ich glaube an Lars. Und er hat all seine Ziele erreicht, die er angestrebt hat. Und er schafft das. Der ganz grosse Traum von mir selber persönlich, Weltmeister und Olympiasieger. Jetzt ist das Rennen eröffnet. Guter Start für Lars Forster, der sehr schnell in die Pedalen kam. Van der Poel, Avanzini, Schurter, Cooper, Forster, alle sind zur Stelle. Ist eigentlich alles am Schnürli gelaufen, bis ich eigentlich bis es angefangen zu regnen hat. Eigentlich habe ich Regen noch gern, aber dann ist es wirklich Ströme runtergeschifft. Dann war eine Wiesenkurve. Ich weiss nicht, ob ich noch nicht irgendwie damit gerechnet habe oder dass es jetzt wirklich so rutschig geworden ist. Und ein Rutscher von Lars Forster. Forster geht zu Boden. Ich bin dann vielleicht auch ein bisschen zu aggressiv in die Wiesenkurve rein. Bin schnell ein bisschen am Boden gelegen. Es war wirklich ganz minimal, ein Stürzchen. Forster muss sich den Lenker richten, macht das aber selber, braucht keine Hilfe von außen. Und das ist erst die erste von 6 großen Runden. So schnell kann es gehen. Ja, hat mich ein bisschen aus dem Konzept rausgeworfen, aber bin immer noch da vorne dabei und immer noch am Gas geben. Und dann habe ich leider in einer ziemlich schnellen Abfahrt ist mir kurz schnell das Vorderrad noch ein bisschen gerutscht und bin am Boden geschlittert. Jetzt habe ich im Nachhinein in dem Video auch noch gesehen, wie ich wieder zum Velo zurücklaufen oder stolpern. Hat mich dann noch ein bisschen fangen, wie ich dort auf dem Video gesehen habe. Ein bisschen in der Auslinie gsi. Selber habe ich das gar nicht so mitbekommen. Ich wollte einfach zurück zum Velo und wieder weiterfahren. Hat fast so ausgesehen wie ein Boxer, der ein Knockout gehauen worden ist. Ja, im Nachhinein wäre es vielleicht gescheiter gewesen, an dieser Stelle rauszugehen. Aber das Aufgeben gehört nicht einfach, das macht man nicht einfach so. Das braucht, das hat es in der nächsten Sturz eigentlich gebraucht. Ja. Und das ist definitiv nicht der Tag von Lars Forster. Noch ein Sturz vom Europameister. Ach, das tut einem leid zu sehen. Das sieht nicht gut aus. An dieser Stelle gute Besserung an Lars Forster. Ich kann auch wieder ein bisschen aufholen. So passieren halt auch Fehler. Und ich weiss ehrlich gesagt, der dritte Sturz nicht mehr genau, wie es gegangen ist. Ich weiss nicht, ob es eine Wurzel war, die mich aus der Bahn gezogen hat. Bin dann recht heftig aufs Knie gefallen. Haben sie nachher nicht mehr bewegen. Also dort war der Zeitpunkt klar, dass ich nicht mehr fertig fahre. Ja, nachher jetzt habe ich Jacks eigentlich gemacht. Es ist nichts gross kaputt. Der Knochen hat recht mitgelitten, die harte Prellung. Und durch das Knie dann eigentlich so angeschwollen ist, kann ich jetzt immer noch nicht das Knie bewegen.
Ja, jetzt geht es an die Erholung. Ich war in super Form und das hat mich recht ein bisschen zerstört. Ja. Halt, weil ich gemerkt habe, dass es vorbei ist. Jetzt ist es so, ich verpasse den nächsten Weltcup. Ja. Und ja, das ist recht hart zum Nehmen. Er ist ein Typ, der viel möchte, das ist auch gut so. Und ich denke, im Eifer des Gefechts im Renngeschehen ist normal und passiert. Dass da der Eifer vielleicht über die Wahrnehmung geht und dass dann so Unfälle einfach passieren können. Ja. Es ärgert ihn dann, auch frustriert im ersten Moment, was auch total klar ist. Aber im Prinzip, sobald es dann losgeht, dass eine Diagnose da ist, dass erste Verbesserungen erkennbar sind, wird es besser und sobald er wieder aufs Rad sitzen kann, dann ist die Welt auch wieder gut. Kurzfristig ist alle Massnahmen ergreifen, dass das Knie wieder gut kommt, dass es abschwillt, dass ich so schnell wie möglich kann wieder aufs Velo. Der hilft eigentlich dazu, dass die Blutzirkulation besser fließt. Eine Verschnellerung vom Heilungsprozess eigentlich. Jetzt im Moment mache ich es wahrscheinlich so 3-4 Mal am Tag. Ich hoffe schwer, dass ich an der Schweizer Meisterschaft wieder fahren kann. Die ist schon in 2 Wochen. Natürlich weiss ich von den letzten Verletzungen, dass es geht immer aufwärts und ich bin ein Kämpfer, von dem her ich werde zurückkommen, ja. 24 Grad, der Sommer hat uns endlich eingeholt, auch in Grenichen, hier im Kanton Aargau, wo die Schweizer Meisterschaft der Frauen und Männer auf dem Programm steht. Schön sind Sie mit dabei, haben Sie MySports eingeschaltet. Schweizer Meister, gehen wir rein in dieses Rennen und schauen, wer über 7 Runden insgesamt. So, auch Lars Forster ist da mit dabei. Das ist ein bisschen in die Hose gegangen. Ja, allgemein ist ich habe mich zwar gut gefühlt wieder, aber der Start ist nicht gut gegangen, ich war recht hinten. In der Abfahrt habe ich meistens einfach im Kopf, ich darf nicht umkehren, was man ja nicht haben. Und ja, das blockiert einem schon, wenn man so Gedanken im Kopf hat. Lars Forster nach seiner Verletzung eher langsam gestartet. Er hat gesagt, er probiere mal schauen, was geht. Und dann ist es ganz blöd gegangen in einer flachen Kurve. Nach einer Kiespassage in Terus ist mir ein Stein unter das Vorderrad gerutscht. Und mich hat es wieder am Boden gelegt. Ja, ich musste sagen, nein, es bringt nichts heute. Und dann bin ich aus dem Rennen gegangen. Ja. Sehr gerne in der Natur, ist auch darum, weil ich das Biken so liebe. Du bist eigentlich immer in der Natur, in den Wäldern. Du siehst mega schöne Plätze und es ist ein guter Ausgleich. Ich gehe jetzt so normalerweise 2-mal in der Woche joggen, im Winter je nach Wetter vielleicht mal ein bisschen mehr. Man denkt immer an etwas anderes. Natürlich, wenn man etwas wenn man etwas kauft, dann überlegt man über das noch und hat so sicher Zeit, um darüber zu überlegen.
Umfeld ist sehr wichtig. Also die Unterstützung, die mich wieder aufgemuntert hat. Natürlich am grössten ist die Steffi, meine Freundin. Meine Freundin ist medizinische Masseurin. Und das ist natürlich mega cool. Ich meine, eine Massage bei uns als Sportler ist eigentlich eine der besten Erholungsmaßnahmen. Sie ist dort ziemlich nah aneinander und hat natürlich dann auch gute Gespräche. Wir haben uns in 2015 am Mountainbike-Etappenrennen kennengelernt, am Swiss Epic. Und ich durfte ihn dort in dieser Woche betreuen. Ja, also ganz ehrlich, meine Meinung wäre gewesen, er würde es gescheiter noch bleiben lassen. Aber schlussendlich, wenn er unbedingt das Bedürfnis hat, das Welle zu fahren, ja, dann kann man ihn auch nicht bremsen. Ja, er ist jemand, der, sagen wir so, wenn er eine Verletzung ist, ja immer primär mal, was ist in der körperlich-physischen Ebene passiert, was ist, wie ist das Ausmaß der Verletzung. Und ja, beim zweiten Teil haben wir natürlich auch probiert, so ein bisschen in der mentalen, psychischen Ebene darüber zu reden, damit er das verarbeiten kann. Er hat seinen Verarbeitungsprozess auch mental hinter sich und freut sich sicher wieder zum Rennen fahren. Und vielleicht ist sicher noch ein bisschen Unsicherheit da, aber ich denke, er findet den Boden schnell wieder. Er ist wieder parat. Ja, in Andorra ist jetzt sage ich mal, das Ziel ist, ein solides Top-10-Resultat versuchen zu machen. Ich bin ein bisschen ungewiss, wie es mir wird gehen in der Höhe oben. Wenn es besser läuft, nehme ich ein besseres Resultat. Und ja, werde mein Bestes geben. Andorra Val Nord, der Ort des dritten Cross-Country-Weltcups der Saison 2019. Das ist der Start. Es ist heute so quasi das richtige Comeback nach seiner Verletzungspause, nach seinem Sturz in Albstadt. Lars Forster bei seinem ersten Weltcup nach langer Zeit wieder 29. sicherlich noch nicht sein volles Potenzial abgerufen. Ja, voll im Elend. Es war ein guter Start. Die ersten 3 Runden haben mich recht gut gefühlt. Nachher hat es einfach geklopft eigentlich. Hat mich brutal angestellt. Es war wirklich keine Luft mehr drin und ich musste eigentlich nur noch durchbeissen. Hat mich recht zurückgereicht. Man verbringt sehr viel Zeit mit dem Velo. Man ist ja, fast eigentlich täglich verbringt man ein paar Stunden auf dem Velo und so ist natürlich auch eine gewisse Liebe. Ja, der Hauptsitz hier von unserem Team ist recht nah von mir. Ich kann 2-3 Minuten mit dem Velo, muss nur runterfahren. Der Janik ist auch ein sehr guter Kollege von mir. Von dem her komme ich da zwischendurch am Morgen auch noch schnell einen Kaffee trinken, ein bisschen mit ihm reden.
Wir haben eigentlich eine kollegiale Beziehung quasi. Wir gehen viel zu Nacht essen miteinander und es ist wirklich schön, dass wir teamintern eigentlich so gute Stimmung haben. Ich sage immer, wir sind kein Team, wir sind eine Familie. Sieht gut aus, ja? Als Mensch ist er eine recht gelassene Person. Ich habe ihn jetzt noch nie gross im Stress gesehen oder so aus dem Ruder laufen vor einem Start. Es ist mega schwierig, oder wenn ein Laie mich fragt, was ich da mache, dann vergleiche ich es immer so ein bisschen mit der Formel 1. Weil ein normaler Velofahrer kann sich nicht vorstellen, was alles gemacht wird für den Rennsport. Jeder Athlet hat so ein bisschen seine Bedürfnisse, wo sie halt mega Wert drauf legen. Und Lars ist jetzt mega am Feinfühligen, der merkt jedes Millimeterli, jedes Setup an seinem Velo, weiss er ganz genau, wie er es gerne will. Bei mir ist jetzt zum Beispiel die Schaltung umgekehrt. Also wir haben ja Wireless-Schaltung, das ist ziemlich einfach. Also wenn ich runterdrücke, dann schaltet es bei mir strenger. Die anderen haben es umgekehrt und bei mir ist der Lenker noch 2 cm breiter als bei den anderen. Ich fühle mich wohler auf einem breiteren Lenker und so hat man einfach mehr Stabilität im Gelände. Jetzt im Moment ist die Entwicklung vor allem in Sachen Digitalisierung. Das nächste wird dann jetzt bei uns auch wahrscheinlich noch kommen, dass die Federgabel auch noch so ist. Die haben wir im Moment noch mit Kabel. Es ist alles nicht mehr so aufs Lichtgewicht ausgelegt. Also es ist nicht mehr das Leichteste ist das Beste. Jetzt ist mehr auf den Rollwiderstand. Jetzt fahren wir breitere Reifen, breitere Felgen, dass wir so mit dem Luftdruck runtergehen können, wenn wir über die Wurzeln fahren, dass wir dann eigentlich besser drüber rollen. Ich versuche jedes Prozent rauszuholen, aber ich würde jetzt mal sagen 90% Fahrer und 10% Velo. Wir haben einen Miterfolg an ihren Erfolg. Wenn sie gut fahren, ist es ein Zeichen, eine Bestätigung, dass wir unsere Arbeit gut gemacht haben. Und wenn sie dann uns noch auf die Schulter klopfen und sagen, hey, alles tipptopp gewesen, dann ist das für uns eigentlich schon wie ein 13. sage ich jetzt mal. Das Trikot habe ich eigentlich jetzt seit einem Jahr so gut wie jeden Tag an. Sobald ich aufs Bike steige, habe ich das Trikot als Europameister. Das Meistertrikot macht einem stolz. Man setzt sich auch ein bisschen ab von den anderen. Man ist mehr im Fokus und das pusht einem noch ein bisschen mehr. Jetzt packen wir für die Europameisterschaft. Ziel wäre Titelverteidigung. Ich bin jetzt nach den letzten Rennen nicht unbedingt der Top-Favorit, aber es ist ein neues Rennen. Die Chancen sind wieder offen. Ich werde mein Bestes geben. Das EM-Shirt lassen wir jetzt daheim. Wir hoffen natürlich, dass ich es wieder nächste Woche rausnehmen kann. Aber ja, wir werden es sehen. Das sind eigentlich meine Veloschuhe. Das ist wirklich eigentlich das Wichtigste. Die Verbindung zwischen mir und dem Velo. Das ist ja sehr individuell. Die Plättchen, mit denen habe ich jetzt so trainiert, wie ich es eingestellt habe. Das ist nicht einfach für eingefahrene Schuhe wieder neu zu fahren. So sind sicher das mal das Wichtigste. Und dann die Velokleider natürlich. Das Velo nimmt der Mechaniker mit, hoffentlich. Nein, die sind schon unterwegs jetzt, die sind mit dem Auto rausgefahren. Ja.
Für die Freizeit habe ich eigentlich mein iPhone dabei oder auch den Laptop. Aber hat genug Leute dort, wo man natürlich sich unterhalten kann. Ordnung ist mir eigentlich wichtig, ich gebe mir immer Mühe. Aber ja, manchmal endet es gleich im Puff. Ja, durch das, dass die letztjährige Europameisterschaft zusammen mit den European Games waren, war es ein riesiger medialer Zirkus drumherum. Natürlich hat mich das noch ein bisschen mehr verbreitet, mein Name in der Schweiz. Und ja, es war sehr schön, dort zu gewinnen und das kennt man noch mehr. Aber sonst hat es sich natürlich auch für weitere Sponsoren hat sich ein paar Türen geöffnet. Jetzt in diesem Jahr habe ich Red Bull als Kopfsponsor und seit letztens habe ich gerade mit Energielin Zürichsee einen Vertrag abschließen über 2 Jahre. Und ja, das sind sicher die 2 grössten. Es ist nicht die bestverdienende Sportart, das sicher nicht, aber mir geht es gut. Ja, der Hauptteil kommt sicherlich monatlich vom Team als Lohn. Und dazu kommen natürlich, je nachdem wie gut man fährt, bekommt man noch Preisgeld oder Prämien. Ja, jetzt verdiene ich inzwischen sicher mehr als ein Polymech. Es ist natürlich ein mentales Spiel jetzt, oder? Der Titel der ist für ihn auch ein bisschen, glaube ich, überraschend gekommen und er ist sehr stolz auf den Titel. Hat das Trikot jetzt auch wirklich mit Stolz und Ehre getragen, ein Jahr lang. Und die Ausgangslage für ihn ist schon ein bisschen schwierig jetzt, weil er einfach noch kein Erfolgserlebnis hat, wo ihm Selbstvertrauen geben, um wirklich ganz vorne mitfahren. Das sind nicht so die allerbesten Voraussetzungen, um an so ein wichtiges Rennen zu gehen. Ja, die EM hat einen grossen Stellenwert für mich persönlich. Nicht unbedingt auf die kommenden Rennen, einfach für ich versuche den Titel verteidigen können. Und wird nicht einfach. Ich bin nicht der Top-Favorit. Ja, ich werde mein Bestes geben und mal schauen, was rauskommt. Die Europameisterschaften 2019 sind eröffnet. Lars Forster mit einem verhaltenen Start. Ja, jetzt beträgt der Rückstand schon knapp 1 Minute. Mathieu van der Poel ist Europameister 2019. Ja, und auch Forster zählt heute zu den Geschlagenen. Ja, ist natürlich schon ein bisschen wehmütig jetzt, aber klar, jetzt gegen den Mathieu, das hat man gewusst, wenn er in guter Form ist und einen guten Renntag hat, dann wird er fast unschlagbar sein. Und so war es dann halt auch gewesen. Und ja, mit dem 11. Platz bin ich ja sowieso ziemlich weit weg vom Sieg. Von dem her gehen wir zurück ins normale Teamtrikot. Ja, jetzt die nächsten Tage sicher noch mal ein bisschen locker aufs Velo gehen, gut erholen, die Taschen auspacken und morgen oder am Mittwoch dann die Taschen schon wieder packen, weil wir gehen am Mittwochnachmittag bereits nach Val d'Isole. Ja. Ich versuche sicher so einen Top 15, vielleicht auch Top 10 Platzrangierung immer noch reinzuholen. Der Weltcup in der Lenzerheide hat eine grosse Bedeutung. Somit kommt die ganze Familie, Kollegen, bringt grosse Motivation, wenn man vor heimischem Publikum Gas geben kann. Ja, ich würde sagen, das ist neben der WM das zweitwichtigste Rennen im ganzen Jahr. Vor dem Heimpublikum
wo natürlich auch viele Sponsoren, Freunde, Familie dort sind, dort wo man natürlich umso mehr sich von der besten Seite zeigen. Darum hat die Lenzerheide schon einen ganz, ganz grossen Stellenwert. Jetzt dieses Jahr verletzungsbedingt in Albstadt und dadurch den 2 Weltcup-Rennausfällen haben wir heute nochmal auch die letzte Gelegenheit für die WM sich zu qualifizieren in 3 Wochen in Kanada. Und das ist sicher ein spezieller Aspekt, der auch so im Hintergrund mitschwebt. Wir sind nach dem Weltcup in Val d'Isole sind wir eigentlich direkt in die Lenzerei gekommen, um auch vor allem ein bisschen auf die Höhe akklimatisieren. Im Großen und Ganzen ist alles individuell, jeder macht seinen Plan, aber wir schauen natürlich, dass wir so viel wie möglich zusammen machen können. Ja, am Dienstagabend haben wir eine Yogastunde mit Julia, unserer Physio, gemacht. Ist mal etwas anderes, macht auch Spass. Ist ein bisschen alles kombiniert, ein bisschen Krafttraining, Stretching. Ja, natürlich jetzt sonst vor dem Weltcup, wenn wir erst am Mittwoch oder am Donnerstag können, haben wir keine Zeit für das. Aber dadurch, dass wir schon am Sonntagabend da waren, haben wir das gut einbauen. Er ist grundsätzlich eigentlich immer gut drauf, eine positive Person und ergänzt sich gut mit all den anderen im Team. Also, wir haben ihn alle sehr, sehr gern. Zum Glück kommen die auch super miteinander aus, der Lars und der Nino. Der Lars hat sehr, sehr viel Respekt von dem, was der Nino geleistet hat und macht und schaut schon sehr genau hin, wie er gewisse Sachen angeht. Ja, nach den letzten Rennen, vor allem jetzt nach dem Weltcup in Val d'Isole, hat es mir nochmal einen rechten Rückschlag gegeben. Es läuft einfach nicht so, wie ich mir es erhofft habe. Bin ich nicht in dieser Lage, um vorne mitfahren zu können. Es war nicht einfach jetzt für ihn. Es ist immer noch nicht einfach, weil er immer noch nach der Bestätigung und dem Selbstvertrauen sucht. Und ich hoffe, dass, also ich bin überzeugt, es braucht einfach ein Erfolgserlebnis, dass er wieder ganz vorne dabei ist. Und dann nachher dreht die ganze Geschichte wieder. Renntag 1 auf der Lenzerheide. Für Lars Forster beginnt heute der Kampf ums WM-Ticket. Ja, es war eine super Stimmung, wirklich. Ich glaube, so viele Zuschauer hat es am Short-Track noch nie gehabt. Hat Spass gemacht, alle haben gut gefans. Es war, glaube ich, auch ein sehr spannendes Rennen für die Zuschauer. Es war mega schnell, was für mich auch ein bisschen schwieriger gemacht hat zum Überholen. Aber bin ich in die ersten 24 gekommen und so bin ich zufrieden. Ja. Mir macht das eigentlich im Großen und Ganzen Freude, wenn Kinder oder auch die Erwachsenen Freude haben, wenn ich ein Autogramm gebe. Natürlich jetzt bei uns ist der meiste Fokus immer auf den Nino. Das leitet auch uns, nimmt uns ein bisschen den Druck weg. Aber ja, ich habe immer Freude, wenn sie zu mir kommen. Für die Leistung selber wäre es natürlich besser, wir könnten die Athleten mehr Ruhe und sie könnten sich gut fokussieren auf das Rennen selber. Auf der anderen Seite kann man ja nicht, wenn man so eine Gelegenheit hat, da gibt es halt am Tag vor dem Weltcup eine Autogrammstunde und alle wollen auch etwas von diesen Athleten. Einfach locker bleiben und dann geht's schon. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen in Lenzerheide und somit beim einzigen Schweizer Weltcup-Stopp. Wir haben einen Fanclub, die ist hier in dem Wald zwischen Lichtboden noch. Fangruppe. Für uns ist das ja speziell das Rennen, wie die Entscheidung ist, wer kann auf Mount St. Anne an die WM. Und der Lars muss zwingend seine 2 Kollegen besiegen. Ja, er war schon locker drauf, es ist ein bisschen angespannt, die Situation. Trotzdem wird er das meistern.
15 Minuten vor dem Rennen müssen wir in der Box sein. Das ist eigentlich so, ja, dann wird nochmal dein Velo gecheckt. Dann warten wir dort eigentlich, bis wir aufgerufen werden für die Startlinie. Riding from Switzerland for Scots Round Mountain Racing 23, Lars Forster. Ich versuche einfach so locker wie möglich zu bleiben, auf mich konzentrieren, nochmal ein bisschen in mich hineingehen und ja, aufs Rennen konzentrieren. Ja, also vor allem gerade eine Minute voran schaue ich nochmal, ob ich den richtigen Gang drin habe, dass meine Pedale in der richtigen Position sind. Und dann ja, ist es eigentlich nur noch ein Abwarten, ein Konzentrieren auf das Lichtsignal. Und somit ist der Start erfolgt. 6. Weltcup der Saison in Lenzerheide in der Schweiz. And it's a long climb from here to the top before they start coming back down right out of the gate. Du hörst es ziemlich gut, ja, du hörst eigentlich alles. Du weißt nur nicht, von wem das es jetzt kommt. Wenn es perfekt läuft, dann konzentrierst du dich nur auf dich, wenn du eigentlich völlig im Tunnel bist. Ja, es ist schwierig zu erklären. Es ist einfach, wenn die Beine rund drehen, ein gutes Gefühl im Körper. Ja, es passiert im Großen und Ganzen alles automatisch. Du machst einfach, ja. Lars Forster zeigt sich heute bestens aufgelegt. Ich würde mal sagen, momentan sieht es für den letzten WM-Startplatz gut aus für Lars Forster. Ich versuche einfach Infos zu geben über den Rennverlauf, was vor meinen Fahrer passiert, hinter meinen Fahrer passiert. Das einfach auch irgendwie einschätzen können. Wie verhalte ich mich, mache ich Druck, halte ich Position, bin ich gerade safe. Und versuche so ein Minimum zu helfen von außen. Aber die Entscheidung liegt immer beim Fahrer zum Schluss, weil er ist direkt im Renngeschehen. Und ich muss wirklich Punkte suchen, wo ruhiger ist als anderswo. Aber so hier im Innenraum habe ich keine Chance. Und jetzt Effektpech für Lars Forster. Das Hinterrad muss ersetzt werden und somit kriegt die WM-Selektion nochmals einen größeren Spannungsbogen. Klar ein bisschen recht verloren und haben mich ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht, weil ich gerade an der vorderen Gruppe eigentlich dran gewesen wäre. Aber haben mich eigentlich nachher recht noch gut fangen und ja, Top 15 können ins Ziel bringen. Und Lars Forster, Platz 15, der letztjährige Europameister, der wird sich wohl damit das WM-Ticket gesichert haben. Ja, es ist schon ein bisschen eine Lösung für mich. Ich bin ziemlich am Limit die letzten Tage mental. Es war schon ein immenser Druck. Ich habe es zwar versucht zu verstauen, aber geht nicht immer ganz so easy. Aber jetzt bin ich ziemlich zufrieden mit meinem heutigen Rennen. Ich habe mich tiptop gefühlt, das ganze Rennen durch. Schade mit dem Platten, wäre gerade eigentlich von der Top 10 Platz angefahren. Aber das Bestmögliche gemacht und es war ein guter Tag. Es war wirklich immens, wirklich haben wir eine riesige Unterstützung, haben mich noch mehr gepusht und ja, könnte jedes Rennen so sein. Ja, zuerst mal natürlich nach der Lenzerheide habe ich sehr Freude gehabt, dass ich an die WM bin sehr motiviert war. Ich habe mich gut gefühlt, aber dann hat es leider einen kleinen materiellen Defekt gegeben. Wir haben dort recht viel Zeit verloren und ja, nachher bin ich dann mental schon recht angeschlagen und konnte wirklich auch gar nicht mehr richtig fahren. Nachher dann eine Woche darauf ist dann die Freude eigentlich aufs Rennen gekommen. Irgendwie einfach in den letzten Tagen vor dem Rennen hatte ich das Gefühl gehabt, ja, du schaffst eigentlich ein Podium.
Jetzt ist das Rennen lanciert. Die Ampeln schalteten von Rot auf Grün. Sieben Fahrer an der Spitze kämpfen um den 7. Sieg. Schurter pusht nun ganz intensiv von vorne und an seinem Hinterrad ist sein Teamkollege Lars Forster. Was machen Nino Schurter und Lars Forster, wenn sie hier zusammen auf die Zielgerade einbiegen würden? Lars Forster könnte seinen ersten Weltcupsieg holen. Schurter drückt noch einmal aufs Tempo, Forster macht das aber hervorragend. Forster ist dran, aber jetzt wird es noch richtig steil. Das wäre die letzte Möglichkeit für Nino Schurter, Lars Forster abzuhängen. Aber Lars Forster setzt zum Konter an. Lars Forster fährt an Nino Schurter vorbei. Was ist das für ein sensationeller Angriff? Was ist das für ein sensationelles Rennen? Schurter und Forster schenken sich nichts und Forster geht in die Offensive und will seinen ersten Weltcupsieg herausfahren. Er will hier auf seine eigene Kappe fahren, das ist klar, und Lars Forster hat im richtigen Moment angegriffen. Das ist der Weltcupsieg Nummer 1 für Lars Forster. Lars Forster, ich sag's, der Weg an die Spitze. Ja, das ist surreal, wirklich immer noch. Ich muss es immer noch ein bisschen verdauen lassen. Also wirklich, es war sehr emotional, die Zielfahrt. Vor einer schönen Kulisse mit vielen Zuschauern, alle am Jubeln. Fahre ich dort ins Ziel hinein. Der Nino kommt hinten dran. Das ist eigentlich so, wie ich es mir geträumt habe. Ja. Ich hatte dort nach Albstadt grosse Zweifel. Ich habe schon zwischenzeitlich nicht mehr ganz an mich geglaubt, sozusagen. Ja, es zeigt sicher, dass ich fähig dazu bin. Dass ich wirklich weiterhin an mich glauben muss, das nie vergessen. Jetzt habe ich es wirklich bestätigt, sozusagen, dass ich es kann. Und ja, natürlich, jetzt will ich mehr. Man muss ein bisschen träumen. Das grosse Ziel qualifizieren für die Olympiade. Und dort ist ein grosser Traum, Medaille. Ja.